Hallo und herzlich willkommen bei Exotenzucht Haag at Home und on Tour. Heute mit einer At-Home-Folge. Bun und ich waren ja vor kurzem in Sri Lanka, haben da ein paar schöne Videos über Poecilotheria Arten in Sri Lanka gedreht und sind deswegen hier noch ein bisschen im Poecilotheria-Fieber aktuell. Und deswegen habe ich mir gedacht, lass uns doch mal eine kleine Folge über unsere eigenen Poecilotherias drehen, die wir hier zu Hause haben. Deswegen stehe ich hier in unserem Zuchtraum für Poecilotheria-Arten. In dem Raum haben wir hauptsächlich Poecilotheria metallica, ungefähr so 40 adulte Weibchen hier rechts und links von mir. Und wir versuchen ja in unserer Zucht so nachhaltig wie möglich zu arbeiten. Das heißt, wir versuchen mit unseren eigenen Nachzuchten dann über mehrere Generationen entsprechend weiter zu züchten und haben deswegen eigentlich auch immer ausreichend Männchen für unsere Zucht verfügbar. In der Folge heute möchte ich deswegen mit euch nicht ein Weibchen verpaaren, auch nicht zwei und auch nicht fünf, sondern ich würde mal sagen, so als Messlatte versuchen wir mal 10 Poecilotheria metallica Weibchen gleichzeitig nachher zu verpaaren. Da müsste also einiges an Action hier passieren. Und ja, wie gesagt, das versuchen wir jetzt mal. Und als allererstes würde ich jetzt aber mal mit euch da hinten an der Wand die Männchen rausfangen. An der hinteren Wand hier ziehen wir in verschiedenen Gruppen unsere Männchen auf. Und das zeige ich euch jetzt erstmal und dann Schritt 1, Männchen fangen. Los geht's. In dem Becken hier hinter mir sitzen jetzt die subadulten bis adulten Poecilotheria metallica Männer drin. Die sind jetzt 2,5 Jahre, werden so in regelmäßigen Abständen, gerade immer wieder seit ungefähr 2 Monaten Männchen adult. Die fange ich dann in der Regel raus und bereite sie eben für die Paarung vor. Und für die heutige Aktion möchte ich mit euch auch nochmal hier ein paar Tiere rausfangen und nachher geht es dann ans Verpaaren. Das Terrarium hier hinter mir hat eine Kantenlänge von 60 cm in der Breite, 40 cm in der Tiefe, 50 cm in der Höhe. Und das ist so ein klassisches Becken, in dem wir dann eben über längere Zeit größere Gruppen von Poecilotheria metallica oder auch anderen Poecilotheria Arten aufziehen. Wichtig ist einfach, dass es ausreichend Versteckmöglichkeiten gibt bei Poecilotherias. Am Anfang neigen die Tiere ja dann in so kleinen Gruppen zusammenzusitzen, wenn man sie in der Gruppe hält. Größere Tiere möchten sich aber eher dann aus dem Weg gehen. Vor allem bei der Häutung ist es wichtig, dass die Tiere Versteckmöglichkeiten für sich selbst finden können, damit sie sich in Ruhe häuten können. Und dann funktioniert das aber sehr, sehr gut. Wichtig ist natürlich, dass man immer ausreichend Futter anbietet, aber dann kann man wirklich Poecilotheria metallica ohne Probleme in Gruppen aufziehen. So, Scheibe ist offen. Hier erstmal ein Blick ins Innere. Also so sieht es da drin aus. Verschiedenste Korkröhren stehen hier drin. Einige der Tiere haben sich jetzt schon zurückgezogen, wo ich gerade die Scheibe geöffnet habe. Aber einige sitzen auch noch draußen. Und da hinten sitzen 2 schöne adulte Männchen, sich wunderbar hier gegenüber. Und die beiden werde ich jetzt versuchen, der Reihe nach mal hier rauszufangen. Okay, dann versuchen wir das jetzt mal. Ich versuche es erst hier mit dem rechten Männchen. Das sitzt nämlich da schön in der Ecke. Das müsste relativ simpel funktionieren. Kann ich hier schön, jawohl, mit der Heimchendose einfach rausholen, indem ich die Heimchendose drüber stülpe. Deckel drauf. Und da haben wir schon das Tier. Das zweite Tier würde ich jetzt versuchen, einfach erst mit der Pinzette ein kleines bisschen auf die Seite zu lotsen. Ungefähr dahin, wo das andere Männchen gerade gesessen ist. Es geht in der Regel relativ gut. Die Tiere sind auch richtig ruhig, wenn man da jetzt keine zu schnellen Bewegungen macht. Dann kann man die ganz gut steuern mit der Pinzette. Und jetzt habe ich das Männchen auch in der Ecke drin und kann jetzt nach der gleichen Art und Weise hier relativ schnell mit der Heimchendose das Tier einfangen. So, Männchen Nummer 2. Okay, jetzt habe ich hier mal die aktuell verfügbaren Poecilotheria metallica Männchen vorbereitet. 7 Stück, die sich schon in den letzten Wochen gehäutet haben, die wir schon rausgefangen hatten. Und 3 Stück, wie gesagt, von eben gerade. Und normalerweise ist es so, wenn wir die Männchen rausfangen, so wie die jetzt gerade eben, dann kommen die erstmal hier in so einen Zwischenbehälter rein. Warum machen wir das? Ganz einfach. Ich möchte sehen, bevor wir die Tiere zur Verpaarung zu den Weibchen geben, dass die Männchen auch sicher ein Spermanetz gemacht haben. Das heißt, dass die Männchen wirklich paarungsbereit sind. Da diese Männchen hier, die wir gerade rausgefangen haben, wirklich ganz frisch gehäutet aussehen und ich nicht weiß, ob die schon Spermanetze gemacht haben, werden wir mit denen jetzt nicht arbeiten, sondern wir verpaaren jetzt die 7 Stück hier, die wir bereits hatten. Hier nochmal ein Blick auf unsere jetzt vorbereiteten Männchen. 10 Stück, wie gesagt, an der Zahl. Der überwiegende Teil der Tiere ist so
wie der Kollege hier, so circa 5 cm Körperlänge. Das ist so der Durchschnitt bei Poecilotheria metallica, aber ich habe hier auch zwei Tiere, die wirklich erheblich nach oben bzw. nach unten abweichen. Die zeige ich euch jetzt gerade mal in der Nahaufnahme. Ja, der Durchschnitt bei den Poecilotheria-Männchen liegt wie gesagt bei 5 cm. Hier habe ich jetzt mal zwei Tiere, die doch erheblich von diesem Durchschnitt abweichen. Ein echt großes Tier mit guten 6,5 cm Körperlänge, ein relativ kleines Tier mit knappen 4 cm Körperlänge. Ich halte die mal nebeneinander. Ich denke, so sieht man es vom Größenvergleich ganz gut. Was man jetzt wissen muss, ist, die Tiere hier sind Geschwister. Ja, das heißt, sie sind aus dem gleichen Kokon geschlüpft, bei gleichen Haltungsbedingungen, im gleichen Terrarium, mit dem gleichen Futterangebot aufgewachsen und doch so extrem unterschiedlich gewachsen. Das gibt es also auch. Paaren werden sie nachher beide, wobei sich der Große sicherlich etwas leichter tun wird als der Kleine. Noch ein kleiner Hinweis, bevor es losgeht. Ihr habt vorhin schon gesehen, ich gehe sehr konzentriert und vorsichtig mit den Tieren um. Ich fasse die Tiere auf keinen Fall mit der Hand an, sondern nehme die Pinzette. Poecilotheria, wie ihr wisst, hat natürlich ein sehr potentes Gift. Das sicherlich potenteste Gift bei den Vogelspinnen. Da möchte man natürlich nicht gebissen werden. Asiatische Vogelspinnen haben keine Brennhaare, das heißt, der Giftbiss ist die einzige Verteidigungsstrategie. Heißt also, wenn man so ein Tier mit der Hand berührt und es sich in dem Moment bedroht fühlt, wird es relativ schnell beißen. Deswegen im Umgang mit den Tieren immer absoluten Respekt, absolute Konzentration und absolute Vorsicht walten lassen und dann passiert auch sicherlich überhaupt nichts. Aber das bitte beachten, vor allem wenn das jetzt hier so aussieht, wie wenn ich das rucki-zucki da in die Terrarien reinsetzen würde. Also, los geht's. Ich setze die Männchen ein und dann schauen wir mal, ob das nachher so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. In jedem Terrarium ist jetzt bereits hier Action. Die Weibchen reagieren auf die Balzrituale der Männchen. Hier, ne, ein Männchen ist gerade noch mal kurz rausgekommen. Ein Weibchen sitzt hier, ein Männchen sitzt hier. Im nächsten Terrarium Männchen, Weibchen. Hier das gleiche Spiel. Also überall geht schon richtig die Post ab. Und ich bin jetzt noch mal ganz kurz ruhig, dass ihr die Geräuschkulisse noch mal hören könnt. Ja, und was ihr da hört, ist eben das ganz charakteristische Balzritual bei Poecilotheria. Die Männchen trommeln, wie viele andere Vogelspinnenarten auch. Aber was bei Poecilotheria halt ganz charakteristisch ist, ist, dass sie an den Tasterenden, wo die Bulben dran sind, wirklich eine Verhärtung des Chitinpanzers haben, sodass sie wirklich extrem harte Spitzen haben da vorne, mit denen sie wirklich sehr, sehr laute Trommelgeräusche von sich geben können, so wie man das hier gerade an der Glasscheibe immer wieder hört. Und der Hintergrund von dem Ganzen ist einfach, dass die Wohnbäume von Poecilotherias in der Natur zum Teil wirklich sehr, sehr weit auseinander sind. Es gibt eine relativ geringe Populationsdichte häufig bei Poecilotheria. Und dieses Balzverhalten oder diese Geräusche, die bei der Balz praktisch bei den Männchen entstehen, haben einfach den Sinn, dass die Tiere über weitere Entfernungen miteinander kommunizieren können und die Männchen dann entsprechend adulte Weibchen finden können. Hier bei dem Tier kann man jetzt ganz gut erkennen, wie die Epigastralfurche des Weibchens dann richtig weit geöffnet ist, wenn die Tiere mit dem Balzritual begonnen haben und die Weibchen dann entsprechend auch willig sind. Also so sieht es dann aus, wenn ein Weibchen dann wirklich hier auch paarungsbereit ist. Ich werde jetzt einfach bei einem Pärchen mal dranbleiben, so bei dem zum Beispiel. Ne? Die sind jetzt mittlerweile hier am Paarungsakt, zack, und das war es auch schon, wenn ihr das gerade beobachtet habt. Also wenn dann die eigentliche Kopulation stattgefunden hat, dann geht das rucki zucki, das Weibchen beziehungsweise das Männchen entfernt sich sofort wieder vom Weibchen.
So, wenn eine Paarung funktioniert hat, dann suchen sich die Männchen irgendwann ein ruhiges Plätzchen im Terrarium hier und fangen dann direkt an, sich zu putzen. Das heißt, das Männchen putzt jetzt hier der Reihe nach seine beiden Taster, seine Bulben. So ein typisches Verhalten, wenn eine Paarung erfolgreich war. So, die Paarungen sind weitestgehend abgeschlossen. Die Weibchen sind wieder in ihre Wohnröhren zurückgegangen. Die Männchen haben sich irgendwo ein Plätzchen gesucht, um sich zu putzen. Das heißt, da passiert jetzt erstmal nichts mehr. Was wir jetzt tun, ist, wir lassen die Männchen für circa 4 bis 7 Tage, also bis zu einer Woche circa, bei den Weibchen im Terrarium. In der Zeit verpaaren die sich jetzt noch ein paar Mal. Dann fangen wir die Männchen wieder raus, setzen sie wieder zurück in ihre Boxen. Sie bekommen Futter, bekommen Wasser. Irgendwann werden sie dann ein neues Spermanetz machen und wenn sie ein neues Spermanetz gemacht haben, setzen wir sie dann wieder zu dem nächsten Weibchen rein. Und so arbeiten wir uns hier Weibchen für Weibchen durch den Raum durch und hoffen natürlich, dass wir dann in ein paar Monaten möglichst viele erfolgreiche Poecilotheria metallica Nachzuchten bekommen. Okay, für den zweiten Teil unseres Videos haben wir jetzt eine kleine Zeitreise gemacht. Die Verpaarungen, die ich euch gerade gezeigt habe, liegen in Wirklichkeit jetzt schon einige Monate zurück. Ich bin wieder in unserem Poecilotheria Zuchtraum und hier in dem Raum haben jetzt aktuell schon 11 Poecilotheria metallica Weibchen ihre Kokons gemacht. Die Kokons befinden sich aktuell in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Manche sind noch relativ frisch, andere sind schon geschlüpft. Hier rechts von mir in der Wand sind insgesamt 4 Kokons, die anderen 7 Kokons sind hier links von mir und die sind dankenswerterweise auch alle nebeneinander. Und so können wir jetzt schön gemeinsam hier mit der Kamera mal durch die einzelnen Becken durchgehen und uns die jeweiligen Entwicklungsstadien angucken und ich erzähle euch natürlich auch ein bisschen was nebenher. Okay, starten wir mal mit dem ersten Terrarium. Hier hat es das Weibchen ganz klassisch innerhalb ihrer Wohnröhre den Kokon gebaut und zeitigt den jetzt da drin. Sie hat also die komplette Röhre innerhalb mit Spinnseide ausgekleidet und alle nach außen liegenden Öffnungen sauber mit Spinnseide verschlossen. Genauso würden wir das auch in der Natur vorfinden. Da würde jetzt auch das Tier entsprechend alle Eingänge oder Eingangsmöglichkeiten des Unterschlupfs nach außen wirklich ganz dicht mit Spinnseide verschließen, um einfach gegenüber Fressfeinden etc. Geschützt zu sein. Also so finden wir das theoretisch in der Natur. Genauso hat das nächste Weibchen das auch gemacht. Hier habe ich die Scheibe jetzt drin gelassen, deswegen sehen wir es nicht ganz so gut, aber sie sitzt auf jeden Fall auch mit dem Kokon innerhalb der Wohnröhre. Ein anderes Bild finden wir jetzt hier. Obwohl das Weibchen eigentlich normalerweise auch immer in dieser Röhre drin gesessen hat, hat sie es jetzt in dem Fall hier für den Kokonbau vorgezogen, einen separaten Platz aufzusuchen vor der Wohnröhre und den Kokon dort zu bauen. Ich zeige euch das jetzt gleich mal in der Seitenansicht. So sehen wir es jetzt besser. Also wir sehen jetzt in der Seitenansicht hier nochmal die Röhre. Wie gesagt, da sitzt das Weibchen normalerweise. Sie hat jetzt aber für den Kokonbau einen separaten Bereich hier sich geschaffen. Das heißt, sie hat hier zwischen Seitenscheibe und Wohnröhre und vorderem Steg eine große Glocke gemacht. In der Glocke hat sie den Kokon gebaut und zeitigt den jetzt auch da drin. Also das heißt, in diesem Hohlraum hier hält sie sich normalerweise auf. Aktuell, aufgrund von den Bewegungen, die ich jetzt gerade am Terrarium gemacht habe, hat sie ein bisschen Stress bekommen, hat sich jetzt mit dem Kokon hier in die letzte Spalte zurückgezogen, umklammert den Kokon jetzt entsprechend und beschützt den, wird aber dann nachher wieder hier in den Bereich zurückgehen. Also hier sehen wir es nochmal. Hoffentlich einigermaßen in der Nahaufnahme. Da sitzt also das Weibchen jetzt aktuell auf dem Kokon. Das ist ein Verhalten, das kann man immer wieder mal beobachten. Irgendwas scheint dem Weibchen dann innerhalb der Röhre nicht zu passen, sei es jetzt, keine Ahnung, von der Größe her oder sonstige Sachen. Auf jeden Fall kommt es hin und wieder vor, dass die Weibchen dann eben den Kokon an einer anderen Stelle im Terrarium bauen. In den weiteren Terrarien, in die wir jetzt gleich reinschauen werden, sind die Jungtiere schon geschlüpft. Aber bevor wir reinschauen, noch ein paar interessante Fakten zur Poecilotheria-Nachzucht. Ihr kennt es von den meisten anderen Vogelspinnenarten oder von eigentlich fast allen Vogelspinnenarten, dass es 3 Entwicklungsstadien gibt. Es gibt zunächst das Ei, es gibt dann das Prälarvenstadium, also Eggs with Legs, sieht aus wie ein Ei mit kleinen Beinchen dran. Dann kommt das Larvenstadium und dann häutet sich die Spinne nochmal ins sogenannte Nymphenstadium, was umgangssprachlich auch als erste Fresshaut bezeichnet wird. Ist dann also fertig und ist in der Lage, Nahrung aufzunehmen. Bei Poecilotheria metallica und auch bei Tigrina weseli, Formosa und Miranda ist es anders. Da gibt es ein zusätzliches Larvenstadium, das heißt, es gibt zunächst das Ei,
Prälarvenstadium, erstes Larvenstadium, zweites Larvenstadium. Dann häutet sich die Spinne ins Nymphenstadium, also in die erste Fresshaut, und ist dann fertig. Die Ursache ist offensichtlich in den klimatischen Bedingungen in den Herkunftsgebieten begründet. Alle 4 genannten Arten kommen aus ähnlichen klimatischen Bedingungen. Und das Ganze hat offensichtlich was mit Klima- und Futterangebot zu tun. Die Kollegen Grewinkel, Größ und Märklin haben in ihrem Poecilotheria-Buch da was Interessantes dazu geschrieben. Schaut euch das gerne mal an. Wir schauen jetzt aber gemeinsam erstmal hier in die Terrarien rein. So, wir schauen jetzt hier mal in das erste Terrarium rein. Ihr seht, die Glocke, in der das Weibchen den Kokon gezeitigt hat, ist hier geöffnet. Das habe ich vorhin manuell gemacht. Bisher war das komplett verschlossen. Und die Jungtiere im Inneren, ich hoffe, ihr könnt das mit der Kamera einigermaßen sehen, so müsste es gehen, haben sich heute Nacht vom zweiten Larvenstadium in das dritte Larvenstadium gehäutet. Das heißt, es ist noch ganz frisch, sind ganz frisch im dritten Larvenstadium. Und es ist in der Regel so meiner Erfahrung nach, dass die Tiere irgendwann im Laufe des zweiten Larvenstadiums den Kokon verlassen, dann aber sich wirklich hier noch im Unterschlupf des Weibchens aufhalten, sich dann dort, so wie jetzt hier sichtbar, zum dritten Larvenstadium häuten, und nachdem sie dann ein paar Tage im dritten Larvenstadium waren, verlassen sie dann auch den Unterschlupf des Weibchens und verteilen sich dann bereits im Terrarium. Das Ganze sehen wir hier im Becken nebendran. Da seht ihr auch das Weibchen jetzt hier wieder am Eingang sitzen. Ihr seht aber überall ringsrum entsprechend Jungtiere sitzen, die jetzt eben schon etwas länger im dritten Larvenstadium sind. Und ich denke, noch besser kann man es im gegenüberliegenden Becken erkennen. In dem Terrarium seht ihr das Ganze nochmal ein bisschen besser. Hier sind jetzt die Tiere im dritten Larvenstadium, also schon wirklich im gesamten Terrarium unterwegs hier, an der kompletten Außenseite des Wohnbereichs des Weibchens und auch teilweise auf dem Boden oder an den Seitenflächen. Also so sieht es dann aus, wenn sie dann wirklich komplett schon aktiv sind im Larve-3-Stadium und dann im Terrarium unterwegs sind. Und dann folgt eben, wie gesagt, noch die letzte Häutung zum Stadium Nymphe 1 bzw. erste Fresshaut. Und das zeige ich euch jetzt einmal hier drüben. Und hier haben wir jetzt unsere fertig entwickelten Poecilotheria metallicas in einem Terrarium. Das sind jetzt also schon gehäutet in die erste Fresshaut bzw. ins erste Nymphenstadium. Und ihr seht, die sind jetzt wirklich schon überall im Terrarium unterwegs. Deswegen lasse ich hier auch mal die Türe zu. Hier im direkten Vergleich seht ihr auch schon ganz gut, denke ich, den Größenunterschied. Hier haben wir also nochmal Tiere, die schon fertig sind. Und im direkten Vergleich dazu hier nebendran in dem Terrarium nochmal Tiere im dritten Larvenstadium. Okay, das war's mit unserer Folge über die Zucht von Poecilotheria metallica. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr das ein oder andere Interessante mitnehmen können. Wenn ihr selber Erfahrungen in Haltung und Zucht von Poecilotheria metallica habt und nachher noch Lust habt, schreibt es uns gerne unten in die Kommentare rein. Abonniert unseren Kanal natürlich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Lasst uns gerne einen Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Exotenzucht Haag at Home und on Tour.